Du hast womöglich auch schon mal erfahren, dass du eine Therapie begonnen hast. Und weil die meisten Psychotherapien eigentlich ressourcenorientiert und ressourcenaktivierend arbeiten, so wie die meisten Coachings auch, du in Kürze letztes Endes nicht mit mehr Ressourcen und Lebendigkeit und mit mehr innerer Stärke dann die Therapie verlassen konntest, sondern genau im Gegenteil. Du bist immer mehr in der Depression runtergerutscht und du wurdest immer mehr hilflos und dir ging es eigentlich immer schlechter. Ja, viele schreiben das letztes Endes eine der Diagnosen bei KPTBS zu, also dass wir eine residivierende depressive Störung haben. Aber das ist zum Teil ein Trugschluss. Ich hoffe für dich, dass du dann nicht nur noch mehr Antidepressiva verschrieben bekommen hast und nicht zu noch mehr Motivation und noch mehr Aktivierung irgendwie gelenkt worden bist, sondern dass man auf eine ganz andere Art und Weise umgegangen ist. Und wie, das erzähle ich gleich. Ich bin Gabriela, ich bin diejenige, die den ersten Online-Trauma-Kongress gegründet hat und die jetzt auch die Online-Trauma-Akademie für Entwicklungstrauma und Komplextrauma aufsetzt. Ich kenne es leider, dass viele Psychologen dann dafür sorgen, dass du womöglich noch mehr Antidepressiva verschrieben bekommst und dass eine Art Aktivierung und tagtägliche Prozedere sozusagen, aus dem Haus zu gehen und so weiter, du kennst es ja, eingelenkt wird. Und dass eine Wechselwirkung darin, wie diese Depression bzw. diese Reaktion, was du zeigst, entstanden ist, nicht berücksichtigt. Ja, also wenn du Entwicklungstrauma und Komplextrauma hast, dann gehe ich stark davon aus, dass du nicht nur verschiedene Art von Gewaltformen erlebt hattest, also auch auf jeden Fall emotionale und verbale Gewalt, aber dass du womöglich auch mit Parentifizierung zu tun hattest. Parentifizierung ist jedoch, wenn sozusagen die Verantwortung von deinen Elternteile dir übertragen wird für sie, also für die Mutter oder für ihn, für den Vater, wobei letztes Endes deine Rolle als Kind genommen wird. In diesem Fall entsteht eine ganz, ganz eigenartige Konstellation und das ist genau auch der Grund, warum du jetzt in der Therapie bei Ressourcenaktivierung genau andersrum reagierst, als die Therapeutin das erwartet. Was passiert meist bei emotionaler Gewalt? Emotionale Gewalt zeichnet sich dadurch aus, dass unsere Identität und unsere Persönlichkeit durch Aussagen und durch Verhalten von Bezugspersonen zu uns letztes Endes ungute und schädliche Emotionen auslöst und wir dadurch dazu gezwungen sind, natürlich damals noch unbewusst, dass wir uns anpassen, beziehungsweise dass wir, das Beste daraus machen, um zu überleben. Und genau das ist der Fall, zum Beispiel, wenn du stets abgewertet warst. Also in deinem Selbstwert, in dein Sein, in dein Wesen, oder du warst auch nicht gewünscht, nicht erwünscht, du warst immer wieder ausgegrenzt. Das heißt, dass letztes Endes dein Selbstwert in den Boden getreten wurde. Und oft entstehen dann natürlich die inneren Glaubenssätze, wobei man sich selbst dann auch entwertet und diese innere Stimme, dieser innere Kritiker sehr, sehr lange uns quält. Also weitaus natürlich auch im Erwachsensein. Aber wenn diese innere Stimme mit Parentifizierung gepaart ist, also dass vielleicht eben dein Papa gegangen ist oder verstorben war oder eben deine Mutter war plötzlich nicht mehr da und dein Elternteil, welcher ja noch da war, einen neuen jemand in die Familie gebracht hat
und der oder diejenige, die diese Rolle auch nicht einnehmen konnte, oder auch gab es kein Stiefmutter und Stiefvater, aber auf jeden Fall wurde diese Rolle vom Partner auf dich übertragen. Also auch im Sinne, du bist dafür verantwortlich, dass dein Bezugsperson, deine Mutter und auch deinem Vater letztes Endes gut geht. Und was entsteht in diesem Fall? Was passiert, wenn du immer wieder entwertet wirst, aber zugleich auch für den oder diejenigen, der dir sowieso schon so viel angetan hat, ja, weil dich eigentlich misshandelt, auch noch die Verantwortung trägst. Also, dein Selbstwert, deine Identität und dein ganzes Wesen wird letztes Endes missachtet, immer wieder ignoriert, ausgegrenzt. Du bist nichts wert, zu nichts fähig, du bist ein Versager und du existierst einfach auch nicht. Das heißt, du bist eigentlich für nichts kompetent, dementsprechend kannst du auch nicht verantwortlich sein. Und zu gleicher Zeit, weil du eben in diese verantwortungsvolle Rolle mit reingedrängt worden bist, wird von dir erwartet, dass du durchaus kompetent bist. Du bist ja verantwortlich dafür, dass dein Vater, deine Mutter oder Bezugsperson eigentlich gut geht und dass du dafür sorgst, dass das Leben sozusagen nicht noch schwerer machst, wobei das auch schon ist. Ja, wenn du nur die erste Variante hättest, das bedeutet, du ständig permanent entwertet bist, dann ist ja deine normale Reaktion in der Regel Aggression. Irgendwann, ja, bist du mit Wut und mit nach außen, hoffentlich nach außen agierten Aggression, aber ja, tätig und du wehrst dich. Was aber im Fall von dieser Konstellation passiert, wenn du zugleich auch noch zu den Bezugspersonen letztes Endes ja, liebevoll, fürsorglich und beschützend, letztes Endes verantwortlich verhalten solltest, dann entsteht ein Riesendilemma in dir. Da entsteht ein interner Täterkonflikt, weil gleichzeitig hast du einen Peiniger, der oder diejenige dich letztes Endes zerstört, und zur gleichen Zeit musst du aber um diese Person kümmern und für diese Person auch noch Verantwortung tragen. Das ist genau die Konstellation, in der sehr häufig diese Unterwerfung entsteht. Was ist eigentlich dieser Zustand oder diese Konstellation, diese Situation? Wenn dir sowas passiert war und du das oft über Jahre lang erlebt hattest, dass du gleichzeitig entwertet wurdest und in deiner Identität komplett verletzt wurdest, aber zugleich von dir erwartet war, dass du um diejenigen und denjenigen, die dir all das angetan haben, auch noch ja, Sorge trägst und Verantwortung trägst, dann entstand in dir ein Dilemma. Das heißt, dass zum einen ist ja eben diese innere Stimme da, dann welche dich ständig entwertet, ja, dich ständig entwertet, weil dir ja eh schon gesagt wurde, dass du das so bist und du das dann irgendwann auch noch glaubst und dann weißt du auch, warum man mit dir sozusagen so umgeht. Aber wenn du auch für also die eine Loyalität und eine Zuwendung diesen Täter gegenüber zeigen musst und zeigen solltest, dann ist ja genau diese Art von Zustand, was die Depression auch kennzeichnet.
Also, dass du in ein unerträglich und letztes Endes ein ohne Ausweg Situation mit einer ganz, ganz großen Ohnmacht, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit erlebt. Und ja, man trifft halt einfach in diese Resignation und in diese irgendwann auch, naja, es kann nicht anders sein, es ist schon gut so, mit rein. Das heißt, dass diese Depression, und da kommt jetzt die gute Nachricht, wenn wir das jetzt sehen, warum diese Depression und diese natürlich unbewusste letztes Endes Reaktion in uns entstanden ist. Und zwar mit dieser Situation, welche also ohne Ausweg war, einfach zurechtzukommen, dann wissen wir, dass der Sinn dahinter ein ganz, ganz toller war und bedeutet genau nicht, dass ich unfähig bin, mich zu aktivieren und dass ich ja jemand bin, wo ständig dann diese Hilflosigkeit verfällt und alles, sondern das ist eine unbewusste Reaktion, welche uns damals das Leben gerettet hat. Und zum Glück war ja diese Kompetenz da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du diese Kompetenz, dass du auch ja, machtlos, hilflos und ohne Selbstwert fühlen kannst, heute anderswertig verwenden. Es gibt zweierlei Wege, wie du aus dieser Situation rauskommst. Ein Weg kann sein, dass man demnach erkannt hatte, dass diese innere Täterloyalität, dieses Dilemma, was in uns war, die Depression verursacht hat, dass wir schauen, okay, es gibt aber eine Seite letztes Endes von meiner Person und meiner Identität und Persönlichkeit, welche keineswegs depressiv ist und keineswegs machtlos und ohne Antrieb ist und keine Lebensfreude hat. Warum? Naja, weil das ist genau deine Seite, welche das eben auch festgestellt hat. Also es gibt ja eine Seite an dir, welche das auch gesehen hat, dass das der beste Weg ist, ja, sich zu verhalten, damit man überlebt. Aber das ist ja nicht deine Natur. Das heißt, dass es letztes Endes eine Verhaltensweise ist. Das war auch eine Überlebensstrategie, aber das ist nicht dein Wesen. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, oder könnte sein, dass du dann das vielleicht ausprobierst und bewusst damit auch balancierst, ja? Dass du sozusagen diese Kompetenz, also schon mal Nummer 1, Depression letztes Endes als jemand mit Entwicklungstrauma und Komplextrauma, Depression ist eine Kompetenz, ja, das ist eine Stärke. Das heißt, du kannst auch diese Hilflosigkeit sehr gut schon, das stimmt, eben ja als Abwehrmechanismus sozusagen ausführen und auch anwenden. Aber dass wir diese Kompetenz auf der einen Seite haben, ja, in der Waage, stell dir vor, das ist eine Waage mit 2 Schälchen. In einem Schälchen ist ja eben diese Seite, wo dich damals ja gerettet hat, aus diesem Wahnsinns innere Anspannung und Dilemma. Und auf der anderen Seite ist ja die Seite, dein Wesen, ja, der Wesen, der dir ja diese Verhaltensweise als Rettung entwickelt hat. Und das ist ja dein Wesen, welcher bis heute letztes Endes lebensfroh ist und ja mit voller Vielfalt und Vielseitigkeit in deiner Persönlichkeit und wo auch natürlich Antrieb verspüren kann. Und wenn du das hier so wie eine Waage vorstellst und damit wirklich bewusst balancierst, dazu ich werde mal eine traumasensitive Imagination dazu aufnehmen. Das kann man in eine Art Trance oder Hypnose nennt man das auch oder in Form des wie auch Selbsthypnose, wie autogenes Training üben.
weil dann kann letztes Endes auch oder der Netzwerk in unserem Gehirn, welche ja diese zum Teil unbewusste und eben die bewusste Prozesse hier bis heute steuert und ganz ja automatisiert sozusagen diese Prozesse dann anlaufen, in einen entspannten Zustand durch die Trance oder Meditation, aber sehr gut aufnehmen und mit der Zeit immer mehr ja, internalisieren. Also das wird immer mehr verinnerlicht. Und es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit. Ja, jetzt hast du ja begriffen und auch verstanden, warum, wenn in der Therapie um Ressourcenaktivierung geht und bei dir häufig dann in Depression übergeht, das passiert. Weil wenn es darum geht, dass ich meine Stärken, ja, meine guten Eigenschaften und so weiter sammle oder ja, bezogen auf Resilienz, welche ja, Selbstfürsorge, ich sag mal, Verhalten oder Rituale habe ich ja schon. All das sind ja Ressourcen, aber das bedeutet zuletzt, dass ich ja auch mein Selbstwert dadurch natürlich stärke. Und wir haben dabei gelernt, durch diese interne Täterloyalität und durch dieses Dilemma, dass Selbstwert nichts Gutes ist. Ja, weil dann eigentlich immer mehr, noch mehr emotionale Gewalt kommt, noch mehr Schimpfen, noch mehr Verachtung und zugleich sollst du auch noch entsprechen. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt heute daraus? Die zweite, sehr, ja, mit etwas holprigem Weg behaftete Situation, auch während der Heilung bzw. während der Therapie ist es, wenn wir, naja, den ersten Schritt schon getan haben und wir das jetzt dann auch realisiert haben, dass dieser innere Dilemma und diese Hin- und Hergerissenheit uns immer wieder in die Depression, Unterbewusstsein, aber in die Depression reingeschiftet hat. Wenn wir das gemeistert haben und dann die Balance auch immer mehr üben können, dann kommt natürlich ein nächster Schritt. Und zwar, es geht ja dann darum, dass wir diese Bindung und diese Behaftetsein zu den Tätern oder zu den, naja, diejenigen, die ja uns was angetan haben, lösen können und dass wir auch unser Selbstwert und unsere Identität und man nennt es auch Individuation, also dass mein Selbst, ja, wer bin ich denn, entsteht und dass wir das wieder aufgreifen und heute jetzt im Erwachsenenmodus, aber naja, erarbeiten, weil uns ja keine Möglichkeiten gab. Und in dieser Phase geht ja dann darum, dass wir nicht nur das betrachten und ja, bewusst durchgehen und das auch immer wieder üben, dass wir zum einen Bedürfnisse haben und diese wir haben dürfen, beziehungsweise dass wir diese Bedürfnisse auch lernen wahrzunehmen, sondern es geht auch darum, dass wir diese Bedürfnisse und unsere auch Eigenschaften oder Fähigkeiten aber lernen anzunehmen, dass, dass es zu uns gehört und dass es auch unser Recht ist, diese haben und ausleben zu dürfen. Und sobald aber in dieser Phase wir ankommen, kommt natürlich wieder so ein inneres Dilemma, weil das müsste bedeuten, dass wir womöglich die Täter, und das sind ja meistens die Eltern gewesen, in Frage stellen, dass wir diese Täter auch ja, vielleicht den Kontakt sogar abbrechen oder dass wir sagen, okay, ich grenze mich vollkommen ab, ich halte noch Kontakt, aber du erfährst über mein Persönliches überhaupt nicht. Um diese Schritte gehen zu können, müssen wir in der Lage sein, keine Schuld fühlen zu dürfen. Beziehungsweise, natürlich haben wir Schuldgefühle, aber
dass wir auch diese Schuldgefühle an sich so verpacken und für uns so abspeichern, dass diese Schuldgefühle auch dazu dienten, dass wir diese depressive, ja, ich ergebe mich und ich bin ja hilflos und ich komme ja eigentlich nicht raus, außer ich bin gehorsam, ich bin ein Nix und ich kümmere um meine Eltern, dass die Schuldgefühle, die wir uns ja auch damals dazu aufgebaut haben, ja, damit wir nicht ausbrechen und wir immer noch in dieser verzweifelte Hoffnung drin bleiben können, wenn ich ja nix bin und um meine Eltern kümmere, dann bekomme ich vielleicht irgendwann noch Geborgenheit, Zuwendung und ja, ich überlebe ja als Kind, dass diese Schuldgefühle heute auch nur als Kompetenz ansehe und diese Schuldgefühle versuche dann jedes Mal, wenn die hochkommen, auch zu hinterfragen, ist das wirklich berechtigt? Also habe ich tatsächlich etwas für mich aus meiner Sicht, etwas verbrochen? Also war das gegen Gesetz? War das wirklich in Ermessen meiner Werte und Prinzipien gegenüber jemand nicht angebracht? Dann kann ich Schuldgefühle mit gutem Gewissen haben. Aber alle anderen Schuldgefühle im Sinne, dass ich Schuld dafür trage, wenn ich ja diese Täter nicht mehr umsorge, dass ich ja um diese Täter, um diese Bezugspersonen nicht mehr kümmere und keine Verantwortung trage, diese Fragen können eigentlich sehr gut auch Prüfungsfragen für dich sein. Zu prüfen, ist dieses Schuldgefühl eigentlich angebracht und hilfreich oder nicht. Und wenn es darum geht, wenn du das so beantwortest, dass es nur dazu dient, damit, diese Beziehung und diese Bindung noch aufrechterhalten, und dass du in der Hoffnung bist, noch Liebe zu bekommen. Ja, wir sind heute erwachsen und die Liebe können wir natürlich uns selbst geben und wir können in der Partnerschaft Liebe erhalten. Aber es ist nicht angebracht, Menschen umsorgen, die mit einem nur schlecht umgehen und von diesen Menschen Liebe zu erwarten. Ja, das war jetzt für heute. Ich glaube, dass es sehr aufschlussreich war und ich werde bald eine traumasensitive Meditation, Imagination für euch aufnehmen und ich wünsche euch gutes Gelingen beim ein paar Mal anhören dieses Videos. Das ist ja gar nicht so ohne. Diese Dynamik nicht nur zu verstehen, aber dann auch, wenn immer wieder noch hochkommt, zu ertappen und dann auch zu intervenieren und heute anders zu agieren, weil heute sind wir ermächtigt und nicht mehr das kleine, traumatisierte Kind. Alles Liebe und tschüss.